Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge für euch. Heute ein Thema vorbereitet. ITA möchte schneller schwarze Zahlen schreiben, als wir gedacht haben. Die Freunde in Farnborough haben bei der Messe guten Zulauf und Boeing hat einen Lauf. Und zwar hat Korean Air die Flugzeuge bestellt, die sie angedroht haben. Wir haben auch die Q-Suite, die Qatar angedroht hat, die haben sie auch vorgestellt. Gibt allerdings eine Downside, wenn man ehrlich ist. Es kommt erst ziemlich spät, 2025 oder so weiter. Ich erkläre euch, woran das liegt. Auch Ryanair hat Probleme mit den Quartalszahlen oder Halbjahreszahlen. Das erste Halbjahr ist nicht ganz so top ausgefallen. Die Schlichtungsstelle hat 19.500 Fälle. Schauen wir uns auch mal an, ob es da irgendwie einen Trend gibt, den man nennen kann. Und wir haben American Express, Punktetransfer zu Emirates wird vielleicht schlechter, so spekuliert zumindest Frankfurt Flyer. Wir gucken uns das an und schauen uns an, was das bedeutet. Ihr könnt an dieser Stelle wie immer den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, ein Like dalassen, aber auch wichtig unten immer wieder kommentieren, dass wir im Dialog bleiben. Und ich habe heute auch ein neues Event eingestellt, und zwar Helsinki im Winter. Und zwar gehen wir dahin, ich muss es euch einmal vorlesen, und zwar ist das am 5., wenn ich das richtig im Kopf habe, am 5. Dezember bis zum 8. Dezember. Man kann vorher, nachher natürlich auch kommen. Auch 9. Dezember ist noch ein Montag, glaube ich. Da werden wir in Finnland Aktivitäten haben. Wir werden unter anderem in eine Sauna gehen. Keine Angst, ihr könnt die Badehose anlassen. Das ist sogar Pflicht. Ist nicht so, wie man das denkt, dass die Leute da nackert rumlaufen. Dann werden wir 5 Stunden Kreuzfahrt machen über die Ostsee. Wir werden da schön in der Lounge schwelgen, hätte ich fast gesagt. Ja, wird es interessante Dinge geben. Wir werden auch über den Weihnachtsmarkt wandern. Wir werden gustatorisch unterwegs sein. Wir werden ein finnisches Restaurant gehen. Wir werden ein Steakhouse besuchen für den 3. Abend, für Sonntag. Für die Leute, die auch bis Montag bleiben wollen, haben wir noch kein Restaurant ausgesucht. Aber wir werden auch in Vantaa das Luftfahrtmuseum besuchen und werden uns da Flugzeuge angucken. Und natürlich werden wir eine Suite-Party haben. Ja, im Hilton habe ich die Suite blockiert und da wird es dann logischerweise auch eine Party geben. Und bei dieser Party wird es natürlich Blaubeersaft geben. Wer unbedingt will, kann da natürlich alkoholische Getränke trinken. Ich selber, ich trinke keine, aber es wird dort sehr kuschelig und schön werden. Und wir haben das Ganze limitiert erstmal auf 8 Personen. Ihr könnt euch anmelden, den Link findet ihr unten. Oder wenn ihr mir eine Nachricht schickt hier auf die WhatsApp, dann kann ich euch den Link auch schicken. Ich schicke euch auch gerne nochmal ein Word-Dokument, beziehungsweise Google Doc, glaube ich, heißt es, wo wir nochmal so ein bisschen mehr detailliert aufgeschlüsselt haben, was es gibt. Und vielleicht mache ich noch ein Video, wo ich noch ein bisschen mehr zu dem Thema was sage. Aber an dieser Stelle gehen wir jetzt auf die Schlichtungsstelle ein. Und die Schlichtungsstelle, die kümmert sich ja um Sorgen, Ängste und Nöte, die wir haben mit Fluggesellschaften, mit der Deutschen Bahn oder auch mit anderen Transportdienstleistern. Heißt also, dass wenn es viele Flugausfälle gibt, dann sind die am Ball. Wenn es Zugausfälle gibt, dann sind die am Ball. Und die Schlichtungsstelle wird ja übrigens auch von der Industrie bezahlt. Das heißt also, die Fluggesellschaften und so weiter, die bezahlen das. Und ja, ich persönlich bin kein großer Freund von denen, aber die Fälle geben halt immer wieder einen Hinweis. Im Moment haben sie 19.500 Fälle, Beschwerden, wie sie es nennen, in den ersten 6 Monaten dieses Jahres gehabt. Interessant an dieser Stelle ist es, dass es im Bahnverkehr mehr Beschwerden gab. Ja, die Bahn ist nicht doof. Wegen Zugausfällungen im ersten Halbjahr 3.400 Schlichtungsfälle. Das waren 1.000 mehr als im letzten Jahr. Also die Bahn ist da anscheinend schlimmer geworden. Das ist also ein Trend dort. Und der Großteil Beschwerden kam natürlich erneut mit 81% aus dem Bereich der Fluggesellschaften. Und da muss man natürlich sagen, dass es dort um annullierte oder Flugverspätungen ging. Und die meisten Anträge gingen zufolge in Januar ein. Also interessant ist das, dass es im Januar war. Das sei saisonal bedingt, weil die Reiseaktivität zum Jahreswechsel besonders hoch gewesen ist. Das heißt also, dadurch war die Möglichkeit, dass man dort sich ungerecht behandelt fühlte, natürlich am höchsten. 3% mehr erwartet an Anträgen oder Beschwerden, wie sie es nennen. Und das ist natürlich dann auch interessant. Die Schlichtungsstelle hat es in diesem Jahr umbenannt. Ihr vorheriger Name lautet Schlichtungsstelle für öffentlichen Personennahverkehr SÖP. Und die heißen jetzt einfach nur noch
Schlichtungsstelle Reise und Verkehr. Also das ist ja dann auch nicht schön abzukürzen. Das ist dann SRV oder wie. Ich weiß auch nicht, warum die Änderung kam. Aber nun gut, so ist das. Zum größten Teil geht es um eine Entschädigung bei Verspätungen, Ausfällen von Flügen und Bahnfahrten. Rund 400 Verkehrsunternehmen beteiligen sich an einem Schlichtungsverfahren, die sie selbst finanzieren. Also daran seht ihr die Finanzierung. Und Konfliktfälle rund um Bus- und Schiffsreisen machen regelmäßig den geringsten Anteil aller Fälle bei der Schlichtungsstelle aus. Gut, liegt wahrscheinlich auch an der prozentualen Menge der Menschen, die fahren, beziehungsweise aber auch, dass die Probleme dort vielleicht auch geringer sind. Aber hier könnt ihr gerne mal kommentieren und sagen, was ihr davon haltet und ob euch das irritiert. Und vor allem Namenswechsel, SÖP. Ich habe mich auch ganz Zeit gewundert, so SÖP, wo ist denn da was passiert? Aber jetzt heißt es halt Schlichtungsstelle, Reise und Verkehr. Auch eine interessante Sache. Wer auch interessant unterwegs ist, das sind die Freunde von der ITA. Die wollen auch mehr Geld machen, und zwar wollen die schneller die schwarzen Zahlen schreiben, und das ist natürlich etwas, was durchaus interessant ist und uns doch aufhorchen lässt. Denn Rom sieht sich so im Kurs zu gewinnen, und das 2 Jahre früher als erwartet, und der ITA-Präsident Antonio Turrici führt den Aufwärtstrend direkt auf die mutige Flotteninvestition zurück. Also das heißt, dadurch, dass man halt die neuen 320er, die 350er hat, Entschuldigung, 220er sind es ja, kann man halt auch schneller in die schwarzen Zahlen kommen. Lufthansa will nach Frage der EU-Kommission natürlich die ITA dort dann natürlich tatkräftig unterstützen. Die 41% wurden ja jetzt quasi genehmigt. Man muss dafür bezahlen 325 Millionen Euro als Kapitaleinlage, und dann könnte man in 2025 auf 90% aufstocken. Und weiter geht das dann. Wir können einen Teil der 2027 erwarteten Wachstums auf 2025 vorwegnehmen, das sagte der CEO. Und tatsächlich gehen wir davon aus, dass mit dem Unternehmen bereits im nächsten Jahr die 4 Milliarden Grenze beim Umsatz zu überschreiten. Das finde ich auch interessant, dass man das halt jetzt 2 Jahre früher macht. Und vor allem laut ITA könnte man bereits ein positives EBIT von 250 bis 300 Millionen Euro erreichen. Liegt das an der Lufthansa, weil die da mit dem Besen durchgekehrt haben, oder haben sie es halt selber jetzt geschafft, den Turnaround? Und die neuen Flugzeuge steigern auch die Marktanteile. Ja gut, das ist natürlich eine logische Geschichte, wenn die Flugzeuge mehr Kapazität haben. Weil nämlich allein im ersten Halbjahr 2024 hat man ja 250 Millionen Euro in neue Flugzeuge investiert. Ich glaube, die haben jetzt die erste Neo bekommen, 320, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und keine andere europäische Fluggesellschaft hat so viele neue Flugzeuge in den Markt gebracht wie wir. Und auf Inlandsflügen liegen wir bei über 30%. Und das Problem, was er aber hat, ist der Transatlantikverkehr. Den gibt es natürlich auch als Problemfall für die Lufthansa. Und da sagt er, das Angebot ist deutlich gestiegen, auch von US-Fluggesellschaften übersteigt die Nachfrage. Dadurch sinken die Margen und es wird immer wichtiger, die Auslastung zu erhöhen. Ja gut, das ist natürlich eine logische Geschichte, denn ehrlicherweise die Leute fliegen jetzt alle nach Nordamerika, weil die Fluggesellschaften alle nach Nordamerika wollen. Warum? Weil sie nach Asien nicht fliegen. Sie können nicht gewinnträchtig nach Asien fliegen, das ist ein Riesenproblem. Wer eigentlich da keine Probleme hat, das sind ja eigentlich die Freunde aus den USA, weil die fliegen ja dann über den Pazifik einfach rüber, müssen ja auch gar nicht durch Russland, aber wir in Europa müssen durch den russischen Luftraum, und deshalb zieht es uns nach Nordamerika, weil es da wirklich weniger Flugzeit braucht, also quasi mehr Gewinne möglich sind. Damit hat man natürlich auch einen besseren Umlauf und Kapitalnutzung. Interessante Geschichte an dieser Stelle. Ryanair, eigentlich eine Fluggesellschaft, die ich nicht großartig erwähne, aber doch durchaus diesmal erwähne, weil selbst die Ryanair Gewinneinbruch hat in dem ersten Quartal. Und zwar ist es so, dass man niedrigere Flugpreise hat und damit auch weniger verdient hat dieses Jahr. Das heißt also, man merkt, dass dort ein Preisdruck entstanden ist. Deshalb kann ich auch Scott Kirby gar nicht so ernst nehmen und gar nicht so verstehen, was er da so gesagt hat, dass die Preise noch explodieren werden. Inneramerikanisch vielleicht, I don't know, aber so irgendwie hier nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wenn inneramerikanisch da auch wieder Preisdruck kommt, dass da irgendein Problem auftaucht. Auf jeden Fall ist es so, dass man mit leicht steigenden Preisen gerechnet hat, beziehungsweise mit gleichbleibenden Preisen, aber das ist nicht der Fall. Und die Aktie geriet unter Druck. Am frühen Handel sagte sie auf den tiefsten Stand seit November ab. Auch hier geben wir keine
Hinweise. Ich weiß nicht, wer von euch hat denn Ryanair-Aktien. Die notierten zuletzt von 14,46 Euro 12% im Minus. Damit summiert sich der Jahresverlust auf knapp 25%. Also nicht nur die Lufthansa-Aktie unter Druck. Und man hat halt selbst die pessimistischen Ausblicke hat man verfehlt. Man hat also da ganz knallhart verkackt, wie man so schön sagt. Und es ist halt so, dass man natürlich um 15% niedrigere Ticketpreise erzielen konnte. Das ist natürlich dann ein Riesenproblem, gerade bei Billigfluggesellschaften. Für 3 Monate bis Ende Juni stand unterm Strich ein Überschuss von 360 Millionen. Ein Jahr zuvor hatte EasyJet-Konkurrent noch einen Überschuss von 663 Millionen erzielt. Also daran seht ihr, wo das Ganze ist. Die 737 MAX-Flotte, die wächst auch lustig vor sich hin bei der Ryanair. Und zwar ist es so, dass man im Quartalsende 156 737 MAX in der Flotte hatte. Bis Monatsende sollen es 160 Flugzeuge sein. 20 weniger, als man zunächst für den Sommer eingeplant hatte. Wir wissen aber alle, woran es liegt, dass Boeing da natürlich etwas Probleme hat bei der Auslieferung. In jedem Fall nimmt Ryanair im Hochsommer keine Flugzeuge an, aber auch das hatten sie angekündigt, dass sie hier eine Ausnahme machen werden, weil sie die Flugzeuge händeringend brauchen und sagen, wir nehmen die. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass man natürlich mit den Preisspielchen, die man hat, muss man auch eine sehr hohe Auslastungsquote haben, um dort nachhaltig zu fliegen, also nachhaltig vom Preis her und vom Gewinn her zu fliegen. Das ist natürlich ein Problem. Und ich denke mal, dass man natürlich dort sagen muss, dass da immer weniger Geld auch in den Portemonnaies der Leute ist. Das ist halt so das Thema. Wir haben Inflation und alles. Deshalb verstehe ich gar nicht, dass die Leute der Meinung sind, dass die Flugticketpreise steigen können, der Bedarf aber gleich bleibt oder sich davon unbeeindruckt zeigt. Also ich bin nur ein Hobby-Armchair-CEO hier in meinem Recaro-Sitz. Und muss euch ehrlicherweise sagen, ich finde das eigentlich sehr merkwürdig, dass sie das sagen. Ist das irgendwie so eine Hoffnung, dass man sich gesund betet, dass man sich irgendwie dann selber so lange erzählt, wie man toll ist, dass man das selber glaubt? Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Aber auch hier seht ihr, dass selbst die Billig-Airline Ryanair ein Problem hat. Korean Air hat ja auch quasi mit Asiana jetzt eine neue Fluggesellschaft übernommen. Die werden da auch die SkyTeam halt mit erweitern. Die Star Alliance werden sie quasi auch verlassen. Aber sie haben den Milliardenauftrag, den es schon vor längerem irgendwie von den Dächern der Spatzen gab als Bericht, wurde jetzt in Farnborough bestätigt. Und zwar, um ganz genau zu sein, hat man neben den Airbus A350-900, 350-1000er und Boeing 787-10er und 777-9er hat man Flugzeuge bestellt. Erst im April hat man ja bei der Konkurrenz bestellt. Aber es ist so, dass man jetzt sich Flugzeuge zugelegt hat und man wird so gut wie alle verfügbaren Flugzeuge und Triebwerkstypen betreiben. Das sagte der Korean Air Chef Walter Cho im Februar. Wir müssen unsere Flottenstruktur mit Sicherheit vereinfachen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Vereinfachung ist, aber nun gut, so ist es. Und zwar ist ein Auftakt dort gewesen, dass man dort 20 777-9er und 30 787-10er bestellt hat. Wir haben ja auch die neuen Sitze der Korean Air gesehen, die ich persönlich sehr hübsch finde. Also insofern alles relativ cool. Farnborough ist sowieso relativ cool. Deshalb werde ich auch gleich nochmal die Qatar Airways Sitze euch zeigen, die Evolutionsstufe, die Next Gen, wie sie nennen. Aber vorher haben wir noch ein anderes Thema mit der American Express. Und zwar ist das so, ich weiß nicht, was ihr macht mit euren Punkten, aber wir empfehlen immer, diese American Express Punkte in Emirates Punkte oder aber auch in Singapore Airlines Punkte umzuwandeln, weil sie halt den größten Bang for the Buck geben und damit halt wirklich auch ganz knallhart die Punkte auch in ein Verhältnis bringen, wo man sagt, hey, sie haben mehr Wert als 1 Cent und zwar viel mehr als 1 Cent. Aber Frankfurt Flyer berichtet, dass er gelesen hat bei dem Kollegen Doctor of Credit, wenn es glaube ich ist, dass man in dem Vereinigten Königreich die Ratio von 1:1, also das heißt ein American Express Skywards Punkt, ein American Express Rewards Punkt wird ein Skywards Punkt. Und das soll geändert werden. Und zwar ist das so, dass das so ist, dass man dort die Umwandlungsrate von 5:4 haben möchte. Und bei Singapore Airlines ist es halt ja auch nur noch so, dass 1.2 bringt und so weiter. Also das heißt, da gibt es auch Verschlechterung. Und dadurch, dass es jetzt halt bei Payback die Verschlechterung gab, nein, Head 4 Points war es, wo er es gesehen hat, nicht Doctor of Credit. Und da ist es dann halt so, dass die Punkte, die man noch in 1:1 verschieben kann im Vereinigten Königreich,
jetzt auf eine 4:3 umwandeln will. Das heißt also 25% Verlust. Und er befürchtet, dass das in Deutschland auch passiert. Aber wir haben doch in Deutschland sowieso schon diesen schlechten Kurs, dass wir da halt 5:4 haben, was 20% sind. Ne? Also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ich kann jetzt wieder meine Litanei anfangen, warum ihr American Express Punkte in den USA sammeln sollt, warum ihr amerikanische Kreditkartenpunkte sammeln sollt, weil ihr zum Beispiel, wenn der Dollarkurs bei 1,09 war, wie letzten Freitag, als ich geguckt habe, hat man alleine 9% mehr Punkte, die man kriegt. Und wenn man die Punkte dann umwandelt, hat man ja nochmal 20% mehr, heißt also fast 30% mehr für einen Euro, den man ausgegeben hat. Nur als Randbemerkung. Das heißt also, wenn ihr amerikanische Kreditkarten haben wollt, sprechen wir gerne auf jedem Event, sprechen auch am Stammtisch. In Frankfurt, ihr könnt jetzt natürlich kommen, leider bei der Lufthansa Technik ist alles leider vergeben, aber der Stammtisch wird lustig abends, wir sind einige Leute, also insofern da seid ihr herzlich eingeladen zu kommen und da können wir nochmal über die Kreditkarten sprechen oder wenn ihr halt Fragen habt, hier mit der Rufnummer. Ja, das meine Einführung zu dem Thema. Ihr könnt natürlich dazu schreiben, was macht ihr mit euren Membership Rewards Punkten, zu wem transferiert ihr sie und vor allem habt ihr jetzt Panik durch diese Meldung, dass ihr sie zu Emirates transferiert. Ach ja, ein Hinweis, wenn ihr nach Amerika geht und dort eine American Express Karte nehmt, könnt ihr die Punkte aus Deutschland auch nach Amerika transferieren. Nur so als Stichwort. Also insofern, das ist ein Teil der Frage des Tages. Und jetzt gehen wir auf das schönste Thema heute ein, beziehungsweise das, was ich am spannendsten fand, das ist die neue Q-Suite. Und die Q-Suite Next Gen, die ja dort gezeigt worden ist halt wirklich so, dass man jetzt ein eleganteres Design hat, aber ihr könnt selber jetzt schauen. Und da seht ihr halt, dass es natürlich mit den offenen Pots dort relativ cool ist. Und wie ihr seht in den Bildern, ich finde sie relativ geil gelungen, hat wirklich auch elegant. Sieht man halt auch wirklich, dass man dort mehr Storage Space hat, also mehr Ablageflächen hat. Man hat dort natürlich auch die Honeymoon Suite. In der Mitte gibt es den Divider, wenn man nicht im Honeymoon mehr ist oder wenn man mit Leuten fliegt, die man nicht kennt. Aber wenn man mit 4 Leuten fliegt, kann man das Ding komplett aufklappen, den Bildschirm wegklappen, kann da die Mittelstrebe wegklappen, hat ein offenes Camping-Site. Und natürlich auch ein Wireless Charging. Gut, das Wireless Charging, da muss ich jetzt nichts zu sagen, das habe ich schon oft genug gesagt. Aber das ist natürlich so, dass dieses New Companion Suite Konzept so ist, dass man natürlich eine Doppelsuite daraus bauen kann und dass man dort halt auch gegeneinander schauend sich dort beglücken kann. Das ist natürlich auch relativ cool beim Essen und so weiter und unterhalten kann. Und man kann dann halt wirklich die Mauer, hätte ich fast gesagt, die Wall runterfahren. Also die Bilder sind relativ cool. Das Einzige, was ein Nachteil ist, ist, dass die 777X das erste Flugzeug ist, was mit dieser neuen Next-Gen Q-Suite ausgestattet wird. Wir wissen aber selber ja noch gar nicht, wann die Q-Suite wirklich... Nein, die 777X dann kommt. Damit wissen wir nicht, wann die Q-Suite Next Gen kommt. Und was auch ein Problem ist, ist, dass wir natürlich nicht wissen, inwieweit die Q-Suite nachgerüstet wird, retrofitted wird. Ob es also Flugzeuge gibt, die natürlich die dann bekommen. Heißt also, bekommen die 350-1000er auch die Q-Suite. Was passiert da? Das ist dann natürlich eine Geschichte. Also ich finde, die guckt gut und schaut gut aus. Ich finde die sowieso sehr edel von der Farbgestaltung her bei Qatar Airways. Insofern bin ich da mal gespannt. Es sind halt natürlich hier und da Touches, aber es ist schon eine Produktverbesserung und in meinen Augen auch ein Produkt, was der Lufthansa eigentlich schon überlegen ist. Wieder muss man der Ehrlichkeit halber leider sagen, alleine diese Vierer-Suite, das ist leider geil. Also da gibt es gar nichts, wenn du überlegst, mit Freunden zu fliegen, mit Familie, das ist dann so. Aber wie gesagt, das Best-Case-Szenario wird wohl wahrscheinlich 2026 sein, weil halt die 777X nicht vorher kommt. Also es ist halt wirklich relativ geil und ihr könnt hier auch kommentieren und sagen, was ihr davon haltet. Die Frage des Tages wiederhole ich euch gerne nochmal an dieser Stelle. Und zwar haben wir natürlich die Fragen des Tages. Und zwar Membership Rewards Punkte. Was macht ihr damit? Wie benutzt ihr sie? Werdet ihr jetzt die Membership Rewards Punkte in Panik
an Emirates rüberschieben, weil er sagt, naja, 20%, 25%, das ist ja eh scheißegal. Das, was in England ist, kommt vielleicht nicht zu uns. Die hatten ja eh nicht dieses Payback-Problem mit der Entwertung, aber schauen wir uns das mal an. Und natürlich die Frage des Tages, wie findet ihr die Q-Suite? Und dann kommt natürlich immer wieder meine Standardfrage in solchen Fällen dazu, wie findet ihr sie im Vergleich zu Allegris? Das heißt also, was ist da eure Meinung zu? Und ich bin mal gespannt. Also, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren, abonnieren. Ach, ihr kennt das ganze Spiel und ihr kriegt natürlich den Abspann. Aber denkt dran, wenn ihr Fragen habt zu Finnland, zur Kreditkarte, also zu unserem Event, Vielflieger-Event, dann können wir natürlich gerne drüber sprechen, hier über die Rufnummer. Und ansonsten gibt es für euch jetzt den Abspann. Also, bis dann. Ciao.